Hey, also ich habe eine Frage bekommen, ob ich mal ein Video machen könnte über Words with Friends. Ob ich mal ein Video machen könnte über Jungs in Amerika und Cliquen in Amerika und sowas in der Art. Und dann habe ich mich mal entschlossen, das zu machen. Also, was die Jungs angeht. Ich hoffe, niemand hört mich. Das ist nämlich ziemlich komisch. Also, was die Jungs angeht. Also, die meisten Kerle hier sind schon so ein bisschen Player-Typ. Also, jeder flirten nur mit dir und wollte ich nur ins Bett kriegen und so weiter. Also vielleicht nicht nur und nicht alle, aber einige. Und naja, ich weiß gar nicht, was ich so erzählen soll. Also es gibt einige gut aussehende Jungs, die englisches Wort eingeworfen. Aber die Jungs, die halt richtig gut aussehen, sind meistens auch die am meisten Mädels haben. Und ich habe jetzt schon mit einigen Jungs, geredet. Also in Amerika gibt es so Talking. Also manche Leute reden einfach nur, also Talking. Und wenn wenn ein Junge und ein Mädel halt dann so am Reden sind und sich so mögen und so, dann ist das Talking. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber ich habe jetzt schon einige Kerle kennengelernt und die gut aussehenden sind dann meistens auch die dich ein bisschen verarschen wollen oder sowas in der Art. Es hört sich jetzt schlimm an. Aber hier sind generell die Teenager und alle hier haben die einfach ihr erstes Mal und alles und Sex haben die einfach schon alles viel früher. Also wenn man dann mit 15 oder 16 noch eine junge Frau ist, dann ist es dann schon ein bisschen ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Und darauf sind dann einige auch aus, natürlich. Und ja, ich mag die Jungs hier aber, die sind alle total nett und die machen ja alle immer total viele Komplimente. Und also generell kriege ich hier von den Jungs so viel mehr Aufmerksamkeit als in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es ist, weil ich hier halt anders bin und nicht so einblende sozusagen wie in Deutschland. Aber ich kriege einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Und in Deutschland habe ich einfach kaum Aufmerksamkeit eigentlich bekommen von so Kerlen. Und hier geht's so rund. Okay, das hört sich jetzt schlimm an. So meinte ich das jetzt nicht. Aber hier sagen mir ganz viele, wie hübsch ich aussehe und so weiter und so fort. Hört sich alles immer so komisch an, wenn man darüber redet. Aber so sind die amerikanischen Jungs sind alle sehr charmant und wissen, was sie machen, was sie tun. Was nicht unbedingt etwas Gutes ist, wenn du dein Herz nicht gebrochen haben möchtest. Also ich hatte ja auch schon einen Freund, aber das war nichts, gar nichts. Er war ziemlich komisch und creepy. Und der wollte auch mich auch nur ins Bett bekommen. Also angeblich ist er immer noch so in mich verliebt und so weiter. Ich habe so ungefähr so vor wahrscheinlich so 2 Monaten oder so Schluss gemacht. Mindestens. Wahrscheinlich schon länger. Die Zeit vergeht so schnell. Aber darüber müssen wir jetzt nicht reden, über den Kerl. Weil der ist einer von den ganz komischen. Und, was kann man noch so über die Jungs erzählen? Ich weiß nicht. Moving on. Cliquen. Also ich wurde gefragt, ob das mit den Cliquen so ist wie auch an den Highschool-Filmen. Und an meiner Schule gibt es Cliquen und gibt es diese Gruppen, wie zum Beispiel bei Lunch sieht man das. Die Footballspieler sitzen zusammen und die Bandpeople sitzen zusammen und die Cheerleaders sitzen zusammen. Und dann gibt es natürlich noch die normalen einfach Freundesgruppen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass wenn du kein Footballspieler bist, dann kannst du nicht mit Footballspielern befreundet sein. Und wenn du kein Cheerleader bist, dann bist du nicht cool oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, die Gruppen, wir haben zwar Gruppen und Cliquen, aber die mischen sich auch. Also man ist auch befreundet mit ganz vielen Leuten, egal aus welcher Gruppe. Also viele Leute sind das. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also man hat so seine eigenen Gruppen, man weiß, wo man hingehört, sozusagen. Aber man hat auch man kennt auch Leute aus allen anderen Gruppen und man ist nicht so praktisch gebunden. Ich persönlich bin jetzt nicht so wirklich in der Gruppe in der Schule. Ich verstehe mich mit den meisten einfach gut. Ich habe jetzt nicht so viel zu tun mit den
Footballspielern und Cheerleadern. Hatte ich am Anfang, aber das habe ich dann irgendwie aufgegeben, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich eigentlich so mal mit 10-Klässlern zusammen, also aus meiner Stufe, mal mit 11-Klässlern, also Leuten aus der Band, weil mein Gastbruder ist ja in der Band, oder ganz unterschiedlich. Also wirklich, wirklich unterschiedlich. Zum Beispiel manchmal in Klassen habe ich ja nur mit Seniors und dann rede ich halt mit denen, und manchmal in Klassen habe ich nur mit Sophomores, dann rede ich nur mit denen. Natürlich. Aber ja, es ist nicht schlimm, also es sind Cliquen, aber es ist nicht schlimm. Ja, so würde ich es sagen. Es ist ein nettes Klima. Ja. Okay, dann werde ich einfach mal darüber erzählen, was in letzter Zeit so passiert ist. Lass mich mal überlegen. Also, am Freitag war Basketball Homecoming. Also, alle kennen es ja wahrscheinlich schon für Football. Also, einfach nur groß gibt Homecoming Queen und Homecoming Mates für jede Stufe von 7. bis Seniors, also bis 12. Und dann gibt es dann immer eine große Pep Rally und dann ist das Homecoming-Spiel, wo dann die Royalität, kann man das auf Deutsch sagen, die Royalität dann da schön sitzen in ihren Kleidchen und sich das Spiel anguckt. Das ist dann was ganz Besonderes. Und zwar das erste Basketball-Homecoming von meiner Schule. Und das war nicht das gleiche wie Football. Die haben es da versucht so zu machen, aber es war einfach nicht das gleiche. Ich vermisse sowieso die Football-Season so sehr, einfach die ganze Stimmung und alles. Gerade die Pep Rally am Freitag für das Homecoming-Spiel für Basketball. Das hat sich einfach so angefühlt, als wäre wieder Football-Season. Und abends würden wir dann zum mexikanischen Restaurant gehen und essen und dann zum Footballspiel. So habe ich mich gefühlt, aber war dann halt im Endeffekt nur Basketball. Basketball. Sagt man das so auf Deutsch? Also von der Aussprache her. Da habe ich ein paar Probleme im Moment. Zum Beispiel vor einer Stunde oder so habe ich mit meinen Eltern geredet über Skype. Und ich habe versucht, ihr Backroads und sowas zu erklären. Man könnte zwar Nebenstraßen sagen, aber es sind nicht wirklich Nebenstraßen, weil die eher so außerhalb sind. Aber ich konnte es einfach nicht erklären. Also, wenn man es überlegt, ich kann einfach ganz viele Sachen von der englischen Sprache nicht aufs Deutsche übersetzen. Wenn mich irgendwer fragt, ja, sag mal das und das und das auf Englisch und auf Deutsch und so irgendeinen Slang, wahrscheinlich sogar noch. Und dann denke ich einfach so, ich glaube, dafür gibt es kein deutsches Wort. Ich mag Englisch sowieso lieber. Ich wünschte, ich könnte mein ganzes Leben lang Englisch reden. Okay, dann muss ich jetzt bald meinen Flug umbuchen, weil meine Organisation hat ihn einfach nur auf irgendein Datum gelegt und wir müssen einfach nur umbuchen auf einfach wann halt die Schule zu Ende ist, und dann sollte ich 5 Tage danach wieder zu Hause sein, aber ich habe meine Betreuerin da gefragt von der Organisation, von der amerikanischen, und die meinte, das ist gar nicht so wichtig. Also ich kann auch noch 3-4 Tage länger bleiben oder sonst irgendwas. Ich muss jetzt meinen Flug jetzt umbuchen bei American Airlines. Den werde ich wahrscheinlich so auf den 8. bis 10. Juni legen, weil meine Schule ist am 27. Mai zu Ende wahrscheinlich. Und dann werde ich es dann halt so auf den 8. bis 10. Juni legen, weil am 12. ist der Geburtstag von meiner kleinen Schwester in Deutschland. Da möchte ich wieder daheim sein. Ja, das steht im Moment noch so an. Und am Montag, also so vor einer Woche, habe ich endlich gelernt, Auto zu fahren. So exciting. Okay. Wir waren wirklich sehr aufgeregt und hat so viel Spaß gemacht. Es war halt nur ein Automatikauto, also ein Truck. Hier kann man ja nicht Car und Truck, ist ja komplett verschiedene Sachen. Also man kann nicht ein Truck ein Car nennen. Und Car ist ja für uns einfach nur ein Auto. Und wir nennen alles Auto. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Dieses Video ist sehr schnell und sehr verwirrend wahrscheinlich, weil ich alles durcheinander babbel. Ja. Worüber ich auch noch gefragt wurde, habe ich jetzt zwar jetzt schon beantwortet, die Frage in der Nachricht, aber es hat ein Mädchen, das jetzt auch nächstes Jahr ins Ausland geht, beziehungsweise dieses Jahr im Sommer ins Ausland geht, hat mich gefragt, ob ich denn auch so unsicher war. Also jetzt ein paar Monate davor, ob ich dann auch so unsicher geworden bin. Und ich dachte, das könnte vielleicht einige von euch interessieren. Weil bei mir war das so,
zwei, drei Monate bevor ich geflogen bin, also wo es dann so auf die Endphase zuging. Ich war ganz schön unsicher. Ich hatte Tiefpunkte. Ich war so sensibel. Ich habe wegen jedem Kack angefangen zu heulen. Und dann dachte ich mir so, ich schaffe das eh nie wieder, wenn ich auf die deutsche Schule zurückkomme, weil ich ja die Klasse nicht wiederholen möchte. Schaffe ich eh nie. Meine Noten sind doch eh nicht so gut. Wie soll ich das denn auf die Reihe bekommen? Und ich will nicht von meiner Familie weg. Und ich war so unsicher. Und ich dachte so, warum mache ich das hier eigentlich? Aber für jeden, der diese Unsicherheiten hat, übersteht sie einfach. Weil es ist alles wert. Ich weiß nicht, ihr merkt das wahrscheinlich, aber mir geht es hier richtig, richtig gut. Und ich bin richtig glücklich hier. Und es ist einfach wahrscheinlich das Beste, was mir bisher in meinem Leben passieren konnte und passiert ist. Und Time of my life. Naja, wenn ihr noch mehr Ideen für Videos habt, dann schreibt mir einfach, was ich mir überlegt hatte. Also ich könnte ein Video machen, entweder was ich in Deutschland vermisse, so einzelne Sachen, was ich in Amerika vermissen werde. Ich könnte ein englisches Video machen. Ich weiß nicht, einfach nur so ein paar Sachen, die mir gerade durch den Kopf fliegen. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder per Nachricht. Weil ich suche immer nach Ideen, weil ich will euch nicht einfach mit Zeug zulabern, was euch gar nicht interessiert. Was ich jetzt wahrscheinlich gerade auch gemacht habe. Aber nun gut, ich hoffe, ihr habt einen ganz tollen Tag und euch hat mein Video gefallen und ihr abonniert mich vielleicht sogar. Weil ich habe so viele Leute abonniert, die Auslandsjahr machen. Weil ich diese Auslandstagebücher einfach super finde. Die werde ich wahrscheinlich sogar noch gucken, wenn ich wieder in Deutschland bin. Weil es einfach total interessant zu sehen, wie es den ganzen Leuten geht und wie es sie entwickelt und so. Ach ja, bald werde ich auch noch mal ein Video machen, so von meinem Haus und so weiter vielleicht. Also ich werde es versuchen, weil einmal hatte ich Kirche und es war irgendwie so Youth Group. Und jetzt da waren nämlich noch andere Kirchen da. Es war so eine große Party. Und da habe ich so eine kleine Kamera bekommen, das kann ich euch gerade mal zeigen. Ich bin schon bei 12 Minuten. Das ist wie so eine Flip-Kamera. Das ist ziemlich cool. Das habe ich einfach so bekommen. Weil, das ist eine ganz lustige Geschichte. Der Pastor meinte so, okay, also wer liegt am weitesten weg hier? Ich meinte so, naja, ich komme aus Deutschland, zählt das? Da war aber sogar noch ein anderes deutsches Mädchen da. Dann sind wir nach vorne, haben dann irgendein Spiel gespielt, wir haben Simon Says gespielt und ich habe gewonnen, also habe ich die Kamera bekommen. Wir müssen noch gucken, wie die funktioniert und vielleicht wahrscheinlich eine SD-Karte oder sowas reinmachen. Und dann kann ich euch mal mein Zeug zeigen, nicht? Nun gut, 13 Minuten. Ich weiß nicht, mögt ihr lange Videos oder wollt ihr lieber kurze Videos haben? Weil ich glaube immer ganz viel, anscheinend. Nun gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst mich wissen, was ihr sehen wollt. Tschüss!